Wir alle haben in den letzten Monaten die Corona-Pandemie miterlebt. Sie hat ganz weit weg begonnen, war nur in den Nachrichten, in der Zeitung oder im Fernsehen. Und sie ist immer näher gekommen, bis sie erst unsere direkt angrenzenden Nachbarländer und schließlich auch Deutschland erreicht hat. Die Grenzen wurden das erste Mal seit geschlossen. Viele von uns konnten das erste Mal in ihrem Leben das Land nicht mehr einfach so verlassen. Für andere war es eine schmerzliche Erinnerung an ihre Jugend. Zusätzlich folgten Angst, Unwissenheit und Beschränkungen aufgrund des neuartigen Virus. Die meisten von uns blieben zu Hause. Keine Uni oder Schule mehr. Viele Betriebe im Homeoffice. Geschlossene Theater, Diskotheken, Bars, Restaurants, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Hotels und Museen. Viele landeten in der Kurzarbeit oder verloren ihren Job. Ausgangssperren. Und was blieb uns? Viel Zeit mit uns allein, um nachzudenken, uns an die Zeit vor Corona zu erinnern, die Freiheiten Revue passieren zu lassen. Eben eine innere Reise zu und mit uns selbst. Wir lernten uns selbst besser kennen, entdeckten eventuell neue Hobbys, aber eben auch die Einsamkeit, schmiedeten Pläne, was wir alles nach Corona machen könnten. Aber hatten diese Einschränkungen nicht auch einen Vorteil? Wir mussten uns mit uns selbst, mit unserem Inneren beschäftigen. Und auch wenn es nicht immer schön ist, ist es dennoch eine notwendige Reise. Wir müssen erst unser Inneres kennen und akzeptieren lernen, bevor wir eine Veränderung außerhalb unseres Selbst bewirken können. Äußere Einschränkungen, um die innere Freiheit kennenzulernen. Was hat das jetzt alles mit dem Gedanken des Kosmopolitismus zu tun? Ich denke, nach dieser Pandemie können wir alle Novalis kosmopolitischen Gedanken mit der Reise in und zu uns selbst besser begreifen. In jedem von uns steckt ein Kosmopolit. Die Reise zu sich selbst kann anstrengend sein, Unschönes aufdecken. Aber ganz zum Schluss lohnt es sich dennoch, da wir die Möglichkeit haben, etwas zu verändern. Und das muss einem bewusst werden. Und sei es nur im Kleinen, nämlich bei und in uns selbst. Das ist nämlich der Anfang, den es braucht, um etwas Großes zu ändern. Und auf unserer Welt gibt es genug zu verändern. Es fängt allein bei uns selbst an, mit einer Reise zu uns selbst und einem Durchbrechen der primitiven Reflexion und dem Erkennen der eigenen Talente oder inneren Anlagen, die wir für die Welt einsetzen können.